Hey, heute wollte ich mal wieder ein Walk-and-Talk-Video machen, weil es eigentlich auch immer eine ganz lockere Form hat und man kann draußen spazieren gehen und über etwas sprechen. Ich möchte mal über die Welt als Vorstellung sprechen und inwiefern das überhaupt denkbar ist. Ihr kennt ja wahrscheinlich von Schopenhauer das Werk Die Welt als Wille und Vorstellung. Und ich habe festgestellt, dass der Spiritualismus ja irgendwie ganz ähnlich ist. Die Welt als Vorstellung, was bedeutet das überhaupt? Also, ich sage ja immer, das Universum ist ein Bewusstsein. Und wir schauen ins Universum und sehen ein Bewusstsein. Und wie komme ich drauf? Weil aus der Sicht des Spiritualismus das Bild, das wir haben von dem sogenannten Universum, es sei eins und so weiter, wie ein holographisches Zusammenlegen verschiedener Bilder besteht und entsteht. Und die Menschen sind, anders als sie sich selber sehen, nicht aus etwas Absolutem gemacht, nämlich der Materie, und sind dann selber absolut, sondern sie sind ebenfalls eine Vorstellung. So, und was heißt das, ein Universum sei eine Vorstellung? Ein Universum ist eine Vorstellung, weil es eine Visualisierung von etwas ist, was so wie wir es sehen, nicht falsch ist oder zurechtgemacht oder so, sondern wir sehen es mit einer bestimmten Attitüde und mit einer bestimmten Zielrichtung. Die Welt als Vorstellung und als Wille. Der Wille kommt quasi darin zum Ausdruck, dass wir mit der Vorstellung des Weltalls eine bestimmte Denkrichtung und ein Ziel verbinden müssen, weil das nun mal in uns so angelegt ist. Und was heißt Vorstellung? Vorstellung heißt, dass man ein anderes Bild von dem Universum haben kann als dieses eine, von dem wir glauben, es sei eins. Wenn wir zum Beispiel den Denkschritt machen, dass wir zunächst mal feststellen, dass jeder von uns ein anderes Bild vom Universum hat, dann kommen wir der Sache schon näher. Denn es ist ja eine Illusion anzunehmen, wir hätten alle dasselbe Bild. Übrigens könnt ihr das Wort Universum austauschen gegen Vorstellung von irgendwas. Also hier zum Beispiel hier auf diesem freien Feld, ihr seht wieder das schöne freie Feld. Hier ist ja auch das Universum, und mit dem Universum ist eben alles gemeint. Das Universum meint universell alles als Wort, und das All heißt alles, das Weltall heißt alles. Es lässt sich eigentlich zurückführen auf eine ganz einfache Vorstellung, es sei alles. Und was wiederum ist alles? In meinem Kopf ist alles, sagen wir mal, ich weiß nicht, wie man das überhaupt sagen soll, aber ich habe also so und so viele Vorstellungen. Und andere haben manchmal mehr, manchmal weniger Vorstellungen. Man könnte es jetzt das Wissen nennen, oder man könnte es den Reichtum der Gedanken nennen, oder man könnte es Erfahrungen nennen oder so. Und das ist mein Universum. Und das Universum der vielen Einzelpersonen kommt zustande, indem es kommuniziert wird, indem Kommunikation zustande kommt und indem Menschen sich unterhalten zum Beispiel unterhalten, aber die Information hat viele Wege, die wir nicht kennen. Und es hat den Charakter einer Abstimmung. Während wir es im Materialismus ja genau andersrum sehen. Wir glauben, dass das Bild, das wir vom Universum, also erstens glauben wir, das Universum sei eins. Zweitens, das Universum sei absolut. Man habe es in einer absoluten Form vor sich. Aus dieser Vorstellung heraus resultieren viele Annahmen, die der Spiritualismus natürlich anders sieht. Zum Beispiel die Vorstellung, was ist eine Information? Eine Information ist im Materialismus ein Datenpunkt, den man abruft von der äußerlichen, festgelegten, absoluten Natur. Und nun ist er bei uns, der Datenpunkt, und das ist eine Information.
Im Spiritualismus ist notwendigerweise alles relativ. Denn diese absolute Außenwelt in Form der Materie, der vorgestellten Materie, gibt es nicht. Also muss alles relativ sein. Auch die Datenpunkte, die zu einer Information führen, die insgesamt dann eine Information sind. Eine Information, ich sollte darüber vielleicht mal noch eine andere Sendung machen, aber ich stelle mir eine Information so vor wie eine Punktwolke. Sie kann aus vielen Punkten bestehen oder aus wenigen Punkten, aus vielen Vorstellungen oder aus wenigen Vorstellungen, aber jedenfalls ist eine Information kein einzelner Punkt, sondern er braucht Bezüge. Und das Interessante an so einer Information ist eigentlich, dass man sehen kann, dass da eine gewisse Verschwommenheit ist oder auch eine Unerklärlichkeit. Vielleicht hat das irgendwas zu tun mit dieser Verschwommenheit der Gedanken, die, glaube ich, jeder an sich feststellen kann und die wir manchmal kognitive Dissonanz nennen. Also unser Glaube an eine festgelegte Logik wird ja dann doch immer wieder unterbrochen von der Tatsache, dass wir feststellen, wir brauchen gar keine Logik, um an Dinge zu glauben. Ja? Wir können mit Leichtigkeit und Mühelosigkeit über jeden Widerspruch hinweg und sei er noch so gravierend und sind trotzdem total überzeugt davon, dass die Logik genau unseres ist, unser Ding, unsere Art, wie wir Sachen erfahren, und sehen doch immer wieder, dass es nicht so ist. Und ja, diese Unschärfe, worin besteht die? Dass man sagt, diese Punktwolke, von der ich spreche, die kann groß oder klein sein. Sie muss keine bestimmte Größe haben. Und da komme ich jetzt nochmal zurück auf das Universum, das ja, wie gesagt, meiner Ansicht nach ein gültiges Bild von etwas liefert, von einer Vorstellungswelt, von einem Bewusstsein. Und in diesem Universum sind die Gedanken die Planeten oder die Vorstellungen die Planeten. Oder man könnte es auch so sagen, die Vorstellung von einem Planet, das sind wiederum Vorstellungen. Und so wie im Universum sind die Gedanken beeinflusst durch diese Vorstellungswelt. Ich nenne das immer die Gravitation der Gedanken, die erkennbar ist. Und nun stelle man sich also jemanden vor, der das Universum nicht kennt, der also wenig Objekte am Himmel kennt. Und dann gibt es wieder Leute, die kennen sehr viele dieser Objekte und haben also sehr viele Vorstellungen davon. Und man kann sagen, dass so oder so das Universum immer vollzählig ist für denjenigen. Es kann wenig Objekte haben, es kann viele Objekte haben, es sind aber immer genügend, damit man sagen kann, es ist ein Universum. Oder man kann es genauso übertragen auf, wie gesagt, diese Welt. Man muss nicht von Sternen sprechen, man kann auch von den Bäumen sprechen, man kann von Ländern sprechen, man kann von den sogenannten Fakten sprechen. Und man muss sagen, was auch immer jemand kennt, es ist ausreichend. Man hat nie das Gefühl, das wäre zu wenig da. Und oder man denke zum Beispiel an Kinder. Die Kinder haben nicht sehr viele Vorstellungen, aber ich weiß aus meiner Kinderzeit, dass es nicht so war, als wäre mein Universum unvollständig oder so, sondern man hat diese ganzen Datenpunkte nicht und trotzdem kann man ganz normal denken. Umgekehrt ist es aber doch nie so, dass durch das Vorhandensein von ganz vielen Datenpunkten man sagen könnte, dass man kann nicht sagen, dass also in keiner Weise ist das Universum bis ins Letzte definiert.
Das meine ich mit dieser Verschwommenheit. Das bleibt einfach offen. So wie das Universum, das wir glauben alle zu sehen, das ist offen. Es ist nicht im eigentlichen Sinn endlos. Es ist nicht unendlich, sondern es ist einfach nur offen. Und da, wo keine Datenpunkte sind, können welche entstehen jederzeit. Und das ist genauso bei jeder Sache, die wir betrachten. Das ist auch die Unendlichkeit in jeder Sache, die ich mal erwähnte. Also du kannst nachdenken darüber, das ist genau die Funktion. Es entstehen Datenpunkte, es entstehen Informationen und so funktioniert die Welt. Sie ist nicht endgültig festgelegt. Das Universum als Vorstellung, was vielleicht, oder die Vorstellung, was vielleicht noch ganz interessant ist, also es gibt doch dieses Wort persona, ein lateinisches Wort meiner Ansicht nach, was letzten Endes dann zu dem Wort Person führt, mit dem wir Menschen bezeichnen. Und es heißt eigentlich Maske. Und man kann sich also ein Äußerliches von einem Menschen so vorstellen wie eine Maske. Eine Maske hat ja immer auch diese Implikation, dass man sie abnehmen kann. Und da kommt was anderes zum Vorstellen. Und nun kann man sich unter einem Menschen so viel vorstellen. Beispielsweise wird ein Kind, oder sagen wir mal so, ein Arzt wird zum Beispiel, wenn jemand die Tür reinkommt, an dem Gesicht schon sehen, ob derjenige Bluthochdruck hat oder nicht. Jemand, der ein Physiognomist ist, mal angenommen von einem Geheimdienst, ein Mensch, der wird vielleicht an einem Gesicht sehen, ob derjenige lügt. Und jemand, der weder Arzt ist noch beim Geheimdienst, der wird vielleicht gar nichts weiter sehen, sondern wird sehen, der hat eine krumme Nase oder so. Und so ist also jeder Mensch auch eine Vorstellung, genauso wie man überhaupt von Vorstellungen spricht. Man kann nicht sagen, sie wären falsch, nur weil es Vorstellungen sind oder es wäre ein Fake oder so, sondern es sind einfach Vorstellungen und sie sind nicht gebunden an etwas Absolutes. Und ich würde sagen, das ist genau das, was wir beobachten. Wir werden mit unseren Vorstellungen einfach nicht fertig, weil wir selber diejenigen sind, die sie produzieren. Und weil tatsächlich nicht die Informationen abgerufen werden von einem festen Äußerlichen, von einem absoluten Äußerlichen. Was nebenbei gesagt, vielleicht sage ich das einfach hier noch, ja, sowieso im Materialismus sehr, sehr widersprüchlich ist. Also einerseits geht man davon aus, da sei ein absolutes Äußeres und dann kann man aber niemals mit dem Sammeln von Informationen fertig werden. Es werden einfach immer mehr. Je tiefer man sich in die Tiefen dieses Denkuniversums hineinbegibt. Dieses materialistische Weltbild suggeriert eine Abzählbarkeit oder eine Endlichkeit von Informationen oder eine Endlichkeit von überhaupt den Dingen. Und irgendwie ist es widersprüchlich, dass es so viele Dinge geben soll. Unendlich viele Dinge mit unendlich viel Energie und unendlich vielen Informationen. Aber es ist, glaube ich, schon vorstellbarer, dass man sagt, es gibt so viele Informationen, wie man Zeit investiert, darüber nachzudenken. Und das verschafft einem, glaube ich, das richtige Bild einer im Prinzip offenen Welt, aber auch einer im Sinne von zeitendlichen Welt. Ich hoffe, dass sozusagen der Begriff die Welt als Vorstellung irgendwie klarer wird. Im Grunde genommen ist es gar nicht so schwer aus der Sicht des Spiritualismus, aber
Wir sind so gewöhnt daran, dass wir die Außenwelt, die uns umgibt, als etwas völlig Absolutes betrachten, dass es insofern schwer ist, diese Vorstellungswelt zu verlassen. Gravitation der Gedanken, sage ich nur. Okay, danke, dass ihr wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss. I can take your anger, baby. I can hold your pain. In the night full of thunder and sideways rain.